Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das erste Video im Jahr 2022 startet direkt mit einem Voice-Over, hat auch den Hintergrund, weil ich kann noch nicht fahren. Ich kann erst fahren ab dem 1.4., weil ab dann ist mein Reiter angemeldet. Davor nehme ich Videos aus dem vergangenen Jahr, um euch so ein bisschen schon Videomaterial zu liefern, weil ich war ja doch schon eine ganze lange Zeit nicht mehr auf YouTube aktiv, oder? Also Wahnsinn, wie schnell die Zeit rumgeht, aber war mal notwendig. So, ich hätte gesagt, wir starten heute mit dem Video über das Thema Geräusche am Ryker. Warum wähle ich das Video? Naja, wir haben doch etliche Ryker-Fahrer im letzten Jahr, beziehungsweise Ende des letzten Jahres und Anfang dieses Jahres nochmal dazu bekommen. Und ich habe gedacht, okay, wie kann man den neuen Kolleginnen und Kollegen hier in dem schönen Hobby helfen? Und das ist das Thema Geräusche. So, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem ersten Geräusch. Für mich ist das erste Geräusch das Thema Kardanwelle. Immer wieder schreiben mich die Leute an und fragen, was denn dieses Klackgeräusch, gerade beim Anfahren oder nachdem sie einen Rückwärtsgang drin hatten, dann den Vorwärtsgang einlegen und dann losfahren, dann kommt dieses Klackgeräusch. Viele fragen mich, warum kommt das? Ist eigentlich recht simpel erklärt, kommt von der Kardanwelle. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Wir Ryker-Fahrer, die jetzt schon ein bisschen länger fahren, wir kennen das. Und naja, einfach zu lösen ist es indem man sagt, okay, man dreht am Drehgas vorsichtiger am Anfang, bis der Ryker so einen kleinen Schwung schon, also so ein bisschen losfährt und dann dürfen wir durchdrücken sozusagen. Also einfach mal bildlich gesagt, wir drücken dann einfach durch, dann gibt es dieses Klackgeräusch nicht. Das ist so ein bisschen eine Übungssache, ist aber, wenn man es mal raus hat mit dem Drehgas, kommt es ganz selten vor, dass es dieses Klackgeräusch gibt. Also bei mir kommt es, wenn dann nur, ich stehe irgendwie in der Kreuzung und dann muss ich schnell rausziehen oder habe irgendwie schnell rausgezogen, weil ich irgendwie gedacht habe, aber das reicht noch locker, bis das Fahrzeug kommt und habe dann es total unterschätzt oder überschätzt, je nachdem wie, und drehe dann kurz den Gashahn auf, dann kommt dieses Klackgeräusch, aber gut, ansonsten nicht mehr bei mir. Geräusch Nummer 2. Das Geräusch Nummer 2 habe ich bei meiner Ryker erst ab 3000, 4000 Kilometer erhalten. Das war das Thema Benzinpumpe. Die Benzinpumpe, die pfeift dann. Und zwar pfeift die nicht irgendwie bei 10 km/h oder bei 50, 60, 70, 120 km/h. Nein, sie pfeift zwischen so 20 und 40 km/h. Gerade wenn ich so in der 30er-Zone fahre oder so 50 km/h, so in dem Dreh, ja, ist immer schwer zu sagen. Sagen wir mal zwischen 20 und 50 km/h. In dem Drehzahlbereich, in der Geschwindigkeitsbereich, da pfeift meine Benzinpumpe. Ich weiß nicht, ob es zum aktuellen Zeitpunkt schon was von BAP gibt oder auch schon letztes Jahr gab. Ich weiß, dass manche von euch die Benzinpumpe getauscht haben. Sollte kein Problem sein. Es hieß aber letztes Jahr von meinem Händler zum Beispiel, das ist eine Info, die ich von meinem Händler habe, ich habe keinen Beleg dazu, dass BRP da dran ist an der Sache und etwas in der Zukunft rausbringen möchte, gerade für diese Geräusche. Es ist aber so, dass wenn ihr das Geräusch habt, es passiert ja nichts dem Ryker. Also der bleibt nicht stehen oder irgendwas, es ist halt einfach unangenehm, weil man es selbst durch den Helm, ich wollte schon sagen Kopfhörer, aber durch den Helm hört. Das ist so Geräusch Nummer 3. Dann habe ich das Geräusch, wo ich mitgebracht habe, das Thema Quietschen. Quietschen von den Bremsen. Ich hatte im vergangenen Jahr, mal ein Video drüber gedreht, warum dieses Quietschen von den Reifen, würde ich schon sagen, von den Bremsen kommt. Das kommt daher, dass der Bremsbelag bei unserem Ryker aus verschiedenen Metallen besteht und diese Metalle nutzen sich ab, wenn wir sozusagen mit dem Bremssattel, da wo die Bremsbeläge drin sind, auf unsere Bremsscheide treffen, wir bremsen und da lösen sich dann ab und zu kleine Metallspäne oder diese Metallstückchen, wie man es auch immer nennen mag, aber man muss sich so gedanklich das Ganze vorstellen. Diese Stückchen oder diese Späne haften sich dann sozusagen am Eck vom Bremsbelag ab. Und jetzt ist es so, wenn ihr jetzt wieder bremst, dann bleiben diese kleinen Metallstückchen, kleine Metallspäne an dieser Ecke haften und verursachen dieses Quietschen, wenn man nicht mehr bremst. So, jetzt gibt es mehrere Methoden zum Abstellen. Einmal haut voll in die Eisen rein, wenn ihr fahrt. Achtung, Vorsicht,
achtet auf den Rückverkehr oder macht es auf einer abgelegenen Strecke. Also ihr könnt, was auch eine gute Idee ist, nee, ist keine gute Idee, aber ihr könnt in die Waschanlage fahren, alle paar Tage, und dann könnt ihr einfach sagen, okay, ich spritze meine Reifen bzw. meine Bremsscheibe ab, meine Bremsbeläge, und die Metallstückchen und Späne lösen sich. Ich finde es keine gute Idee, deswegen auch keine Option. Die letzte Option wäre zu sagen, ich gehe zu meinem Händler, lasse meine Bremsbeläge tauschen. Natürlich muss ich selber zahlen. Das geht nicht auf die Garantie von Can-Am oder BAP. Und dann kann das sein, dass ich genau das gleiche wieder kriege, weil die Bremsbeläge sind nicht anders. Ich habe noch keine Lösung, gegebenenfalls kriege ich nochmal eine, oder habt ihr eine Idee, wie man es wegmachen kann? Ich glaube, würde jedem helfen. So, und jetzt kommt das Geräusch, was für mich am allerharmlosesten ist. Das ist das CVT-Getriebe. Das CVT-Getriebe hat so ein eigenes Geräusch, Surren, Summen. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Ihr hört es aber alle, wenn ihr fahrt. Aber es ist ja nicht ein prägendes Geräusch, sondern ist eher so ein dumpfes oder auch, ist halt ein Geräusch, typische Riker-Fahrgeräusch. Das stört keinen, mich stört es nicht. Manchmal stört es mich, doch, wir müssen ein bisschen widerlegen. Ja, es stört mich manchmal, aber es hat auch keine Beeinträchtigung für das Fahren, sondern es ist einfach ein typisches Riker-Geräusch, das typische CVT-Getriebegeräusch. Das sind so meine Geräusche, die ich in den letzten 3 Jahren, die ich mit dem Riker verbracht habe, wahrnehmen dürfte und ich persönlich auch nicht schlimm finde. Interessant wird es, glaube ich, dann, wenn andere Riker-Fahrer auch mal gerade unter diesem Video kommentieren können. Vielleicht haben sie das ein oder andere Geräusch noch mehr, das euch als Neulinge hilft oder auch sogar den Erfahrenen hilft, zu sagen, oh, das kenne ich noch gar nicht, habe ich aber auch, konnte ich nicht einordnen, jetzt kann ich es einordnen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch das Video gemacht, dass wir gemeinsam sagen können, wie können wir uns jetzt hier helfen, gegenseitig, nicht nur den Neulingen, den neuen Fahrerinnen und Fahrer da draußen, sondern auch vielleicht den alten Hasen, da zähle ich auch ein bisschen dazu, obwohl, ja, nach 3 Jahren doch zähle ich dazu. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere Thema und das können wir dem anderen mitgeben. Jo, das soll es auch schon in diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich komme jetzt bald zum Fahren. Ich werde wahrscheinlich noch das ein oder andere Voice-Over für euch rausbringen, weil es für mich einfach nicht anders geht. Deswegen seht ihr auch so schön in diesen Videos, wie alles blüht, gedeiht, alles schön grün ist. Gibt es ja noch gar nicht hier. Deswegen, da, die kleine Info von mir. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal mit eurem Alpaka. Ciao, ciao.